Aktivitäten im Alltag eines Sprachlehrers. Hallo, ich bin Anna. Hallo, ich bin Anna. Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Heute habe ich eine Konversationsstunde mit meinen fortgeschrittenen Schülern. Heute habe ich eine Konversationsstunde mit meinen fortgeschrittenen Schülern. Morgen werde ich Grammatikübungen für meine Anfängerklasse vorbereiten. Morgen werde ich Grammatikübungen für meine Anfängerklasse vorbereiten. Ich erstelle individuelle Lernpläne für jeden meiner Schüler. Ich erstelle individuelle Lernpläne für jeden meiner Schüler. Nachmittags korrigiere ich Hausaufgaben und gebe Feedback. Nachmittags korrigiere ich Hausaufgaben und gebe Feedback. Am Wochenende organisiere ich kulturelle Ausflüge für meine Schüler. Am Wochenende organisiere ich kulturelle Ausflüge für meine Schüler. Ich halte regelmäßig Fortbildungskurse für andere Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer. Ich halte regelmäßig Fortbildungskurse für andere Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer. In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher über Sprachdidaktik. In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher über Sprachdidaktik. Heute habe ich einen Termin mit einem neuen Schüler zur Bedarfsanalyse. Heute habe ich einen Termin mit einem neuen Schüler zur Bedarfsanalyse. Ich benutze interaktive Medien und Technologien im Unterricht. Ich benutze interaktive Medien und Technologien im Unterricht. Ich führe mit meinen Schülern regelmäßig mündliche Prüfungen durch. Ich führe mit meinen Schülern regelmäßig mündliche Prüfungen durch. Ich nutze Rollenspiele, um den Spracherwerb meiner Schüler zu fördern. Ich nutze Rollenspiele, um den Spracherwerb meiner Schüler zu fördern. Ich korrigiere die Aussprache meiner Schüler und gebe ihnen Tipps. Ich korrigiere die Aussprache meiner Schüler und gebe ihnen Tipps. In meiner Klasse verwenden wir oft Spiele zur Wortschatzerweiterung. In meiner Klasse verwenden wir oft Spiele zur Wortschatzerweiterung. Ich gestalte abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten, um die Motivation meiner Schüler zu erhöhen. Ich gestalte abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten, um die Motivation meiner Schüler zu erhöhen. Ich unterstütze meine Schüler bei der Vorbereitung auf Sprachzertifikate. Ich unterstütze meine Schüler bei der Vorbereitung auf Sprachzertifikate. Gemeinsam mit meinen Schülern analysiere ich aktuelle Nachrichtenartikel auf Deutsch. Gemeinsam mit meinen Schülern analysiere ich aktuelle Nachrichtenartikel auf Deutsch. Ich stelle regelmäßig Lernmaterialien online zur Verfügung. Ich stelle regelmäßig Lernmaterialien online zur Verfügung.
Heute Abend habe ich ein Elterngespräch, um den Lernfortschritt eines Schülers zu besprechen. Heute Abend habe ich ein Elterngespräch, um den Lernfortschritt eines Schülers zu besprechen. Ich ermutige meine Schüler, Sprachtandems mit Muttersprachlern zu bilden. Ich ermutige meine Schüler, Sprachtandems mit Muttersprachlern zu bilden. Ich organisiere regelmäßig Gruppenaktivitäten, um das soziale Lernen zu fördern. Ich organisiere regelmäßig Gruppenaktivitäten, um das soziale Lernen zu fördern. Meine Unterrichtsmethoden berücksichtigen unterschiedliche Lernstile und Bedürfnisse. Meine Unterrichtsmethoden berücksichtigen unterschiedliche Lernstile und Bedürfnisse. Ich erstelle regelmäßig Tests und Prüfungen, um den Lernfortschritt zu überprüfen. Ich erstelle regelmäßig Tests und Prüfungen, um den Lernfortschritt zu überprüfen. Ich fördere das Selbstvertrauen meiner Schüler, indem ich sie ermutige, auf Deutsch zu sprechen. Ich fördere das Selbstvertrauen meiner Schüler, indem ich sie ermutige, auf Deutsch zu sprechen. Ich halte regelmäßige Sprechstunden für meine Schüler ab. Ich halte regelmäßige Sprechstunden für meine Schüler ab. Ich bereite meine Schüler auf reale Kommunikationssituationen vor. Ich bereite meine Schüler auf reale Kommunikationssituationen vor. Zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch auf Deutsch. Zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch auf Deutsch. Ich lade regelmäßig Gastdozenten ein. Ich lade regelmäßig Gastdozenten ein, um meinen Schülern verschiedene Dialekte und Akzente näher zu bringen. Um meinen Schülern verschiedene Dialekte und Akzente näher zu bringen. Organisiere regelmäßig kulturelle Veranstaltungen wie Filmabende. Organisiere regelmäßig kulturelle Veranstaltungen wie Filmabende oder Kochkurse. Ich motiviere meine Schüler, regelmäßig ihre Sprachkenntnisse außerhalb des Unterrichts zu üben. Ich motiviere meine Schüler, regelmäßig ihre Sprachkenntnisse außerhalb des Unterrichts zu üben. Ich setze mich dafür ein, dass meine Schüler nicht nur die Sprache lernen. Ich setze mich dafür ein, dass meine Schüler nicht nur die Sprache lernen, sondern auch die Kultur und Geschichte des deutschsprachigen Raums verstehen. Sondern auch die Kultur und Geschichte des deutschsprachigen Raums verstehen. Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Schreibe es in die Kommentare und sag uns, was die grundlegende Sache ist, die du jeden Tag bei der Arbeit tun solltest. Was die grundlegende Sache ist, die du jeden Tag bei der Arbeit tun solltest. Gefällt dir dieses Video? Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und gebt uns für dieses Video ein Like. Möchtest du noch weitere Videos sehen?
mögen und abonniere. Jeden Sonntag ein neues Video. Danke. Tschüss.